Ich liebe Wasser. Und hier gibt es jede Menge davon. Die Mecklenburgische Seenplatte. Über 1000 Seen gehören dazu. Und an einigen von ihnen erwarten uns unvergessliche Erlebnisse. Oh Gott, wirklich? Ich muss den küssen? Jetzt wirklich? Ja, dein erster. Meine Kamerafrau Tanja Höschele und ich, Maike Zorn, sind unterwegs mit unserem Campervan. Was genau wir vorhaben, keine Ahnung, denn das hat alles Tanja organisiert. Na, das wird ein Abenteuer. Diesmal die extra lange Version unseres Roadtrips an die Mecklenburgische Seenplatte. Jetzt kommt 90 Minuten Campervan Roadtrip, sozusagen die XXL-Ausgabe mit noch nie gesendeten Szenen, Geschichten vom Dreh und dem einen oder anderen lustigen Outtake. Und los ging das Ganze an einem Sonntag im Mai. So, na wie gesagt, 1 Minute, gleich bin ich da. Aufregend. Es war eine lange Fahrt und leider regnet's. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das Wetter noch besser werden wird. Und ich glaube, das hier ist mein Ziel. Yippie! Der Campingplatz in Böck. Wegen Corona sind wir an diesem Sonntagabend ganz alleine hier. Regen? Pah! Gummistiefel an und ab ans Wasser. Der Platz liegt direkt an der Müritz, dem größten See der Mecklenburgischen Seenplatte. Ja, so war das, als wir da im tiefsten Lockdown angekommen sind. Es war super kalt, wir waren mutterseelenallein und es war ein bisschen unheimlich. Aber ich habe mich dann ganz nah an Tanjas Wohnheim dort gestellt und dann waren wir nur ungefähr 5 Meter von Tür zu Tür auseinander und dann ging es ganz gut. Ein paar Nächte bleiben wir hier und richten uns ein. Ich in meinem Camper und Tanja im Mobilheim nebenan. So, ich habe mich eingemummelt. Erste Nacht im Camper ist immer ein bisschen spannend. Der Regen prasselt ganz gemütlich von außen gegen. Ich bin müde. Ich werde jetzt schlafen und das Licht ausmachen. Ich bin froh, dass ich noch 1 Meter größer bin, weil so passt es perfekt. Gute Nacht. Ja, ich finde es ja mittlerweile total gemütlich, in so einem Camper zu schlafen. Was nie fehlen darf, ist abends die Wärmflasche und der Tee. Dann kann man es sich noch gemütlicher machen. Aber wenn es so richtig windet und regnet, dann wird es auch ganz schön laut da drin. Aber es hat auch so ein bisschen was von wohligen Zuhausegefühl jedes Mal. Als ich endlich einschlafe, schlummere ich tief und fest. Am nächsten Morgen die erste Überraschung. Hallo. Guten Morgen, Maike. Hallo. Hallo. Ich bin Christine. Hallo Christine. Und ich möchte dir heute ein bisschen was von der Mecklenburgischen Seenplatte zeigen. Wir gehen heute in den Nationalpark und werden nach Wahlen fahren. Das haben wir vor. Aber vorher erstmal Frühstück. Ein Service, großartig. Ja dann, ich würde sagen, setzen wir uns darüber. Das machen wir. Wie schön. Schön, dass du da bist. Ich bin freu gespannt. mich auch. Aber es ist ein bisschen windig heute, ne? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen was. Ja, wir müssen uns Mütze. dicke Jacken. Ich habe schon eine dicke Jacke an, aber Werde ich gleich auch noch machen. vielleicht auch noch. Aber ich glaube, da kommt ein bisschen blauer Himmel. Da oben mit ein bisschen Hoffnung. Es soll auf jeden Fall heute noch schöner werden. Cool, ich freue mich. Christine ist vom örtlichen Tourismusverband und kennt sich also bestens aus, erzählt sie mir bei Brötchen und Kaffee. Bist du denn von hier ursprünglich oder bist du hierher gezogen? Ich bin vor 7 Jahren bin ich hierher gezogen. Ursprünglich komme ich von der Ostsee, aber davor haben wir dann auch in Berlin gewohnt und ich habe im Ausland gelebt. Und dann hat es uns immer mehr hierher in die Natur gezogen. Und wie schön die im Müritz-Nationalpark ist, will mir Christine heute zeigen. Denn hier gibt es neben viel Wasser auch viel Wald. Und was für einen schönen. Mit wirklich beeindruckenden Bäumen. Auf dem Weg zum Aussichtsturm am Käflingsberg begegnen wir keinem Menschen. Die Aussicht oben überwältigend. Einer von Christines vielen Lieblingsplätzen in ihrer neuen Heimat, erzählt sie mir. Inzwischen ist sie hier ein richtiger Naturfan geworden. Weil das natürlich das hier ausmacht, wofür die Seenplatte steht, also für die Natur. Und hier kann man einfach wirklich die Natur erleben und auch ganz allein in der Natur sein. Ich finde, das ist ja auch etwas, was wunderschön ist. Hier die ganzen Wanderwege, die Radwege, die hier durch den Nationalpark führen. Und man sollte das hier schon mal erleben, wenn man
hierher kommt, einfach das Naturerlebnis zu haben, in den Wald zu gehen, alleine hier zu sein. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch mal in Berlin gelebt hast, ne? Also das jetzt als Unterschied zur großen deutschen Stadt ist ja schon Wahnsinn. Fehlt dir die Stadt hier in dieser Einsamkeit ein bisschen? Nein, ich finde, das ist jetzt hier auch gar nicht so einsam. Also man hat hier natürlich auch seine Freunde. Ich finde, man kommt hier sehr schnell auch in eine Gemeinschaft. So fehlt mir die Stadt eigentlich überhaupt nicht. Und das ist aber auch schön, das mal erlebt zu haben. Aber ich genieße jetzt wirklich viel, viel mehr den Moment, hier zu sein, in der Natur zu sein und die saubere Luft hier zu genießen. Einfach in 2 Minuten am See zu sein, hier baden zu gehen. Also das ist so schön, auch gerade im Sommer mit den ganzen Aktivitäten, die man hier machen kann. Ob das jetzt irgendwie Kanufahren ist oder ja, einfach, wie gesagt, baden ist einfach toll. Hast du es jemals bereut, hierher gegangen zu sein? Auf gar keinen Fall. Nee. Es ist ja auch wirklich schön hier. Trotz großer Waldflächen, der nächste See ist nie weit entfernt. Und so genießen wir ein paar Minuten das Panorama am Priesterbeker See, bevor wir uns auf in die Stadt machen. Ach, ist das schön hier. Auf dem Turm oben war es noch super windig. Als wir unten ankamen, war dann da überall Schilf und der Wind hat schön gerauscht und es war schön entspannt. Und ich muss ja sagen, ich bin ja total der Wasserfan, weil ich komme ja aus Norddeutschland. Und da an diesem Steg hätte ich auch echt noch 3 Tage länger bleiben können. Einfach genau da. Das ist Waren an der Müritz, das touristische Zentrum der Seenplatte. Mit wunderschöner Altstadt und vielen kleinen besonderen Läden. Wie zum Beispiel dieser Schokolaterie. Noch so ein Lieblingsort von Christine. Diese Pralinen muss ich probieren, sagt sie und sucht ganz besondere Sorten für uns aus. Alles, was sie hier anbieten, wird in der Schokolaterie selbst hergestellt, mit regionalen Zutaten. Das riecht ganz doll nach Schokolade hier draußen. Hm. Also Müritz Gin. Oha, aha. Mit Varener Salinsalz und eine Überraschung. Ich nehme Gin. Alkohol soll ja auch wärmen, ne? Varener Salinsalz. Wow, wie toll das aussieht. Okay, 3, 2, 1. Du machst mich glücklich, hatte ich das schon erwähnt? Also Waren mag ich. Ja, Waren hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es liegt im Prinzip an der See. Also es ist ja ein See, aber es liegt für mich an der See, weil es hat sich total nach Meer angefühlt. Und da konnte man richtig schön durchatmen. Das einzige Problem war, es war wirklich, wirklich richtig kalt. Ich habe draußen vor dieser Schokolaterie gewartet, bis drinnen die Absprachen getroffen waren. Und ich hatte das Gefühl, die Füße sind am Boden festgefroren. Ich kann nicht sagen, wie kalt das war. Merkt man natürlich hinterher nicht im Bild. Und die Schokolade war super, aber es war wirklich kalt. Die nächste Station, das Müritz-Seum. Mit vielen verschiedenen Fischbecken. Und so nah komme ich lebendigen Fischen sonst nie. Museen im Urlaub ist zwar nicht jedermanns Sache, aber Christine sagt, so ein Erlebnis darf man sich hier nicht entgehen lassen. Damit du auch mal ganz nah rankommst und eben auch siehst, was schwimmt hier eigentlich alles unter Wasser. Und ich finde, im Müritz-Seum wird die Natur einfach wunderbar erklärt, also mit ganz vielen Mitmachstationen auch und ganz eindrücklich, so dass man das auch noch mal erleben kann, was man draußen gesehen hat. Und ich nehme an, es ist sehr schön warm hier, deswegen tummeln die sich hier. Also so nah bin ich in einem Karpfen noch nie gekommen. Also es ist wirklich ein Erlebnis, würde ich sagen. Genau. Es war ja mitten im Lockdown, das heißt, das Müritz-Seum hatte eigentlich gar nicht geöffnet. Für uns hat aber die Museumsleiterin die Tore aufgemacht und ich habe sehr viele Fische sehr nah gesehen. Was ich noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass ich den Fischen noch viel näher kommen würde auf dieser Reise. Ein weiteres Highlight in Waren, der Varener Hafen. Ich glaube, das hier mit dem Blick auf den Hafen wird mein Lieblingsplatz hier in Waren. Was für ein schöner Tag mit einer super Reiseleitung. Ich habe jetzt schon das Gefühl, so viel gesehen zu haben an der Mecklenburgischen Seenplatte. Natur, Tiere, ganz viel Wasser und Wind. Ach, herrlich. Auf unserem heimischen Campingplatz sind wir abends immer noch alleine. Zumindest dachte ich das, aber Tanja hat da noch was organisiert.
Wie was? Ah. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hallo. Ich nehme an, Sie oder du wissen schon, wer ich bin. Maike, hallo. Hallo Maike, ich bin Wolf. Hallo. Hallo Wolf. Also, wenn du Lust hast, zufälligerweise bin ich Stand-Up-Paddle-Trainer. Das ist ja ein Zufall. Ja. Und da das eben nicht dabei war, also da du noch nie auf dem Stand-Up-Paddleboard gestanden hast, könnten wir das versuchen. Auch auf der Müritz, wenn es dir nicht zu windig ist und wenn das Wetter noch mitspielt, wenn es zu stürmisch wird, dann ist es ja, für den Anfang zu schwierig. Aber wir könnten das probieren. Ja, cool, auf jeden Fall. Meine Überraschung an der Stelle ist übrigens tatsächlich nicht gespielt, sondern ganz echt. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was mich auf diesen Trips erwartet. Tanja organisiert das alles alleine. Und dann stehe ich da nach einem langen Drehtag und denke mir, gleich ist Feierabend. Aber nein, auf einmal steht ein wildfremder Mann hinter mir und will mich zu irgendwas entführen, wo ich noch nicht mal weiß, was dann wieder passieren soll. Es ist tatsächlich immer ein Abenteuer. Auch Wolf Stein kennenzulernen. Er ist Dauercamper in Böck und hat seinen festen Platz. Den Wagen hat er gebraucht gekauft und mit der Familie nach eigenen Wünschen renoviert und eingerichtet. Mit Frau und Kind kommt er nun so oft es geht aus Magdeburg hierher. Wie das typische Dauercamper ebenso machen. Ein typischer Camper, ich weiß nicht, so ein typisches Camping ist ja immer ein bisschen spießig angesehen, aber das bin ich und meine Familie nicht. Also wir sind eher ein bisschen lockerer und moderner, was das Campen angeht. Aber ansonsten genießen wir das Camperleben wie alle anderen. Was ist denn das Schöne am Camping? Das Schönste ist, dass man im Prinzip den ganzen Tag draußen ist. Man hat zwar den Wohnwagen und der ist auch schön gemütlich, gerade wenn es jetzt so kalt ist, aber ansonsten sitzt man ja nur draußen. Das Wasser hat man gleich vorne 100 Meter weiter. Also es ist einfach ein schönes, unbeschwertes Leben. Inzwischen habe ich mich umgezogen. Fertig. Neo 1 passt. Sieht gut aus. Neo 2 kommt zurück. Oh, ist das frisch. Oh, ist das frisch. Hey, Flipflops. Ja, aber schön noch die Klamotten drunter. Gestern Abend noch Gummistiefel. Ich darf nicht reinfallen, ich habe zu viel drunter. Dann komme ich nicht wieder raus. Also, auf geht's. Manche Leute machen ja Eisbaden zum Vergnügen, ne? Seid ihr bescheuert? Dann machen wir erstmal eine Wasserprobe, gucken, wie kalt das ist. Ich habe einfach ad hoc Gänsehaut, bevor ich das Wasser berühre. Okay. Das Wasser hat maximal 10 Grad und fühlt sich eiskalt an. Wie war das mal? Na? Ich bin hart im Nehmen. Mich wirft nichts aus der Bahn. Sagst du jetzt, ne? Aber kalt oder nicht, ich habe richtig Lust, das jetzt zu lernen. Also, los geht's. Hier drauf soll man stehen können. Wolf macht mir vor, wie es funktioniert. Erstmal auf das Board knien. Ein Gefühl für die Wellen bekommen, das sollte ich hinkriegen. Dann schon mal langsam etwas paddeln. Klappt. Fühlt man sich einigermaßen sicher, geht's ans Aufstehen. Bei Wolf sieht das ziemlich leicht aus. Bei mir wackelt es ganz schön. Jetzt nur nicht reinfallen. Und jetzt paddeln auf der Seite, genau. Rechts paddeln. Noch fühle ich mich ein bisschen unsicher. Oh Gott! Die Müritz hat dank Wind Wellen und sieht aus wie ein Meer. Und da ist mir das mit dem Stehen nicht so ganz geheuer. Aber mein Ehrgeiz, der ist geweckt. Und so langsam läuft es eigentlich auch ganz gut. Wunderbar gemacht. 1A fürs erste Mal. Bei dem Wetter spitzenmäßig. Ich hab's geschafft! Mein erstes Mal Stand-Up-Paddeln bei Wellen, Wind und den ganzen Tag schon durchgefroren. Und ich finde, dafür habe ich es gar nicht so schlecht gemacht. Auch am nächsten Tag treffen wir uns noch einmal mit Wolf. Er will uns den See Schmaler Luzin zeigen. Der liegt in der Feldberger Seenlandschaft, einem südöstlichen Teil der Mecklenburgischen Seenplatte. Einer meiner absoluten Lieblingsseen ist dieser See. Das ist ein sehr schöner eiszeitlicher Rinnensee, umgeben von Steilhängen, bewaldet mit Schwarzerlen und Buchen. Ne? Und hier sieht es im Sommer wirklich, also hier sieht es immer traumhaft aus. Aber im Sommer ist das hier so wunderschön. Der See ist glasklar, hier kann man tauchen, Boot fahren.
Und auch etwas machen, was wir gleich vielleicht mal ausprobieren. Aber Okay, komm mal mit zum Fährhaus. Ich folge dir mal. Ich würde sagen, wir haben uns das beste Wetter dafür ausgesucht. Was verbindet dich mit diesem Ort? Also bevor ich an die Müritz gekommen bin, war ich 2 Sommer lang hier Fährmann und durfte also mitarbeiten und diese schöne Fähre drehen. So viel will ich da noch nicht drüber verraten. Okay. Und habe hier 2 Sommer im Bootshaus verbracht. Und da ist der Fährmann. Da können wir jetzt mal gucken, wie es da drin aussieht und wie ich da gelebt habe. Im Bootshaus hast Im du Bootshaus. Da hinten liegen die ganzen Paddelboote und Ruderboote. Denn wenn hier schönes Wetter ist, dann geht es hier wirklich rein und raus. Da kommen so viele Urlauber hierher. Irgendwo hier, zwischen Booten und Schwimmwesten, hat er mit seinem Schlafsack Nacht für Nacht gelegen, erzählt mir Wolf. Meine dicke Draußen Jacke. treffen wir seinen damaligen Chef, Fährmann Thomas Vogtländer. Nur gegen Kost und Logis hat Wolf damals für ihn gearbeitet. Und jetzt hängt dein Herz hier immer noch fest, weil du sozusagen als Praktikant dein Herz hierher verloren hast. Ja, und kommst immer wieder her. Immer wenn wir hier sind oder ich oder mit meiner Familie, dann besuchen wir den Fährmann regelmäßig, weil hier ist es so schön, einfach schwimmen gehen, Ja. mit dem Boot fahren, mit der Fähre, die mit dir auch heute sehr viel zu tun haben wird, denn das ist eine einzigartige handbetriebene Fähre, das ist ein großes Rad und das muss man drehen mit Muskelkraft Ja, rüber zum anderen Ende. Das ist ein großes Seil unten im Wasser. Das wird meine Aufgabe Das sein. ist deine Aufgabe heute. Schön. Und bei Wind ist es natürlich umso schwerer. Hättest du was gesagt, hätte ich gestern noch eine Portion Nudeln gegessen. Naja. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. War er denn ein guter Fährmann? Also ich muss sagen, die Zeit, die ja bei uns gewesen war, eine Bereicherung schon für mein kleines Unternehmen und für meine Besatzung, für meine Jungs. Na, dann los. Mal sehen, ob ich hinterher auch so ein großes Lob bekomme. Tanja, kommst du mit darauf? Ach so. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich braucht ihr mich sogar. Hier, Muskelpower. Die Tanja kann alles. Auf jeden Fall. Ob ich es kann, wird sich jedenfalls gleich herausstellen. Bist du bereit? Ich weiß noch nicht. Es kann nicht jede Fährfrau auf dem Schmein Luzin werden. Okay, ich kriege Bitte das ein hin. großer Schritt. Hopp. Okay, das ist So. mein Ruder. Ist ein bisschen wackelig und hier passen so ungefähr 12 Leute drauf. Ein Hund, ein Kinderwagen und noch 2 Fahrräder. Mehr Okay. dürfen auch nicht drauf. Das ist das Fährrad, ne? Das ist dein Arbeitsgerät. Ich zeige dir mal kurz, wie es geht. Das ist der Griff, den musst du anfassen. Und dann am besten so ein bisschen In einem Ausfallschritt, okay? im Ausfallschritt Ja. und dann langsam anfangen zu kurbeln, immer mit dem ganzen Körper mit. Das ist am einfachsten. Eine Hand hier aufs Knie und gucke, wenn du das loslässt, das Rad, dann aufpassen, dass alles weg ist, damit Ja. du dir nichts abhaust. Und hier immer Okay. ruhig. Also das ist die beste Stellung. Und dann kannst du dich ein bisschen umgucken. Und wenn Du du zeig nicht, mir das doch noch ein paar Minuten. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Hauptsache, man rutscht hier nicht aus, ne? Ein paar Meter hat uns Wolf schon vom Fährhaus weggekurbelt. Ich übernehme dann mal. Ich wollte ja was tun, damit mir warm wird. Ja, immer vorsichtig sein mit dem, was man sich so wünscht. Um die Kurbel zu drehen, muss ich mich richtig reinhängen. Aber mit vollem Körpereinsatz geht's dann irgendwie. Wenn man erstmal im Rhythmus ist, wird's auch etwas leichter. und schneller. Und schneller. Ja, das sieht gut aus, Maike. Ich frage den Fährmann gleich, ob ich anheuern kann. Ah, Hui! zieh durch. Ich komme zwar ins Schwitzen, aber es macht mir trotzdem Spaß, die Fähre zu bedienen. Immerhin ist das eine der letzten handbetriebenen Fähren Europas, erfahre ich von Wolf. Wann hat man schon mal so eine Möglichkeit? Und sogar das Anlegen schaffe ich auf Anhieb. Besser kann man es nicht machen. Und dann einfach wieder aussteigen. Und wenn ich jetzt hier stehen würde, den Pfeil nach unten. Das ist dann das Zeichen für den Fährmann. Oder man ruft einfach, Fährmann, hol over. Das klappt angeblich auch. Tanja, wie war's für dich? Bin ich gut gefahren? Maike, ich würde mit dir überall hinfahren. Ah. Oh, auf jeder Fähre der Welt. Jetzt will ich aber noch mehr von Wolf erfahren. Er ist ein echter Weltenbummler, habe ich vom Fährmann gehört. Wo er schon überall war, frage ich ihn schließlich. Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu machen. Ich war früher beim Radio und habe dann irgendwann gedacht, ach, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich will weg, so weit weg wie möglich und ein bisschen die Welt entdecken. Und bin dann nach Australien, ein Jahr ringsrum gefahren, 57.000 Kilometer. Jedenfalls habe ich da Blut geleckt und wollte eigentlich Naturparkhüter werden, also Ranger. Und dann bin ich 2 Jahre später nach Kanada. Dort habe ich Baumpflanzer kennengelernt. Bin dann
ein Jahr später zum Baumpflanzen nach Kanada. Ich habe dort 40.000 Bäume gepflanzt. Und ja, war halt viel in Kanada und Australien unterwegs. Und dann dachte ich mir, Mensch, warum eigentlich nicht in Deutschland probieren? Hier gibt es ja auch Nationalparks und schöne Natur. Viele Bäume. Und auf kleinstem Raum sehr viele verschiedene Landschaftsformen. Und dann habe ich mich im Müritz-Nationalpark beworben und wurde Praktikant für die Umwelt in Seran im Weltnaturerbe, was zum Nationalpark gehört. Und bei diesem, durch das Praktikum bin ich aufmerksam geworden auf den Schmalen Luzin. Da sind wir hierher gekommen, habe mich sofort drin verliebt, habe den Fährmann gefragt, ob er noch wen für die Saison braucht. Und der hat gesagt, ja, aber das ist nicht so einfach, Fährmann am Schmalen Luzin. Und ich bin dran geblieben, habe dann hier 2 Sommer verbracht. Dann kam eine junge Frau, hat gefragt, Mensch, Ihr Lebensweg ist ganz interessant. Wollen Sie nicht Naturführer für den Müritz-Nationalpark werden? Ich leite diese Kurse. Da habe ich gesagt, das mache ich. Und da habe ich Mirko kennengelernt von Surfecht, von der Müritz. Dadurch bin ich dann wieder nach Böck gekommen. Und so hat immer eins das andere ergeben. Australien, Kanada, Müritz, Nationalpark, Feldberger Seenlandschaft. Und der Schmale Luzin. Passt ja auch in die Reihe. Australien, Kanada. Also ich finde, hier sieht es auch aus wie in Kanada, wenn man sich umguckt. Auf jeden Fall wunderschön. Ja. Und zieht es dich immer noch in die Ferne oder zieht es dich eher immer wieder hierher, wenn du jetzt weg möchtest von Magdeburg? Seit ich Familie habe, nicht mehr so sehr in die Ferne. Das ist das größte Abenteuer. Wir haben eine kleine Tochter, meine Frau Frauke und ich, Maralda. Und seitdem fahre ich eigentlich am liebsten hierher, um mit meiner Familie Urlaub zu machen. Eine spannende Lebensgeschichte, die von Wolf. Ich könnte ja noch ewig weiterfahren, aber es wird so langsam Zeit für den Rückweg. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, das war ein super schönes Fleckchen, was der Wolf uns da gezeigt hat. Aber was man in den Bildern wieder nicht sieht, ist, dass das Wetter uns mal wieder ganz schön in die Quere gekommen ist. Wir haben 2 Regenpausen gehabt, die haben wir dann auch genutzt, um genau diese Bilder zu drehen. Aber das kann manchmal ganz schön lange dauern an so einem Produktionstag. Auch die Nacht wird wieder kalt und windig. Im Camper trocknen die nassen Sachen nur schwer und dann auch noch das. Meine Wärmflasche ist kaputt. Und jetzt ist mein Kissen nass und mein Bett nass und mein Rücken nass. Ja, dann liegt man so im Bett und auf einmal ist der ganze Rücken nass. Und ich war so, hä? Wo kommt jetzt dieses Wasser her? Und mir ist wirklich in meinem Leben noch nie eine Wärmflasche kaputt gegangen. Noch nie. Aber natürlich in der Nacht und natürlich hatte ich auch keine zweite dabei. Und wie gesagt, es war kalt und dann noch ein bisschen kälter. Immer noch etwas durchgefroren und definitiv wieder völlig ahnungslos mache ich mich am nächsten Morgen auf den Weg. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Für den Tag heute? Ich bin ready für den Tag. Was glaubst du denn, was wir machen heute? Ich weiß nicht, aber es ist schon wieder stürmisch. Ich hoffe mal... Aber es regnet nicht. Wir sind wahrscheinlich wieder draußen, oder? Sind wir heute draußen jetzt? Vielleicht. Wow. Sind wir heute drin? Vielleicht. Vielleicht beides. Wird sehr kalt. Vielleicht. Wahrscheinlich kälter als hier gerade, weil wir haben die Heizung voll. Also kalt ist es ja draußen sowieso. Egal, was wir machen. Sind da Tiere? Ich glaube nicht. Darf ich was essen? Das ist so wie Wer bin ich? Du könntest hier mal so ein Post-it auf die Stelle. Ist das jetzt komisch für dich, so ins Ungewisse zu fahren oder wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt habe ich ja bisher nur schöne Überraschungen gehabt, deswegen finde ich es ganz gut, aber ein bisschen aufregend ist es. Sag mir mal lieber, wo ich lang muss, nach links. Links. Nee, ich finde es eigentlich, ich bin sehr gespannt, auf wen ich treffe. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man gar nicht weiß, wen man trifft. Der Mensch weiß ja wahrscheinlich schon, dass er mich trifft, aber ich weiß nicht, dass ich ihn treffe. Von daher. Ja. Also an der Stelle muss ich mal loswerden, dass ich Tanja sehr bewundere, weil egal welche Frage ich stelle, sie sagt immer, vielleicht, vielleicht und zieht es auch wirklich durch. Also ich kriege nichts aus ihr raus. Ich versuche es jedes Mal wieder. Laut Navi unser Ziel diesmal dieses Gutshaus. Solche Anwesen sieht man hier viele. Aber was genau machen wir hier? Ich steige nicht aus, bis du mir nicht sagst. So, wir sind irgendwo angekommen, aber ich habe keine Ahnung wo. Ja, find's raus. Okay. Und auf jeden Fall ein schönes altes Gebäude. Wer wohl die Besitzer sind und ob ich mit denen heute zu tun habe? Tanja macht es immer noch spannend, bis zur letzten Minute. Kannst du mir nicht mal irgendwas verraten vielleicht? Irgendwas. Du wirst auf einen Menschen treffen. Okay.
Hier drin. Vielleicht? Also, ich probiere hier einfach mal mein Glück. Das Gebäude macht auch aus der Nähe echt was her. Romantikhotel, dein Ernst? Habe ich etwa ein Date? Ja, vielleicht. Okay. Also, klingeln und sehen, was passiert. Hallo? Oh, hallo Maike. Du weißt, wer ich bin. Ja. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin Jannis. Und wo bin ich hier? Du stehst hier vor dem Gutshaus Ludorf. Aha. Das ist unser kleines Romantikhotel. Ach, wie schön. Und das darf ich mir heute angucken? Natürlich. Ich habe schon das Schild Massagen gesehen, da war ich gleich schon hier bei Ihnen. Ich bin Genau, gespannt. wir bieten auch Massagen an. Also guck's dir gerne mal an. Ich zeig dir heute mal unser Haus. Okay. Und du hast ja schon gemerkt hier, das ist nicht nur irgendein Hotel, Ja. sondern hat noch ein bisschen mehr damit auf sich. Und das will ich dir gerne erzählen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Erst bekommt Jannis von Tanja noch ein Mikrofon. Und dann kann die Besichtigungstour starten. Inneneinrichtung gucken, liebe ich. Und hier wird es fast zu einer kleinen Zeitreise. Nach der Wende haben Jannis Eltern das Gutshaus gekauft, in ein Romantikhotel umgewandelt und dabei Stück für Stück dem Gebäude wieder Glanz verliehen. Wegen Corona sind zurzeit keine Gäste da. Das heißt, wir können wirklich in jedes Zimmer. Alle sind individuell eingerichtet. Jannis ist hier aufgewachsen und zeigt mir natürlich alle Geheimverstecke des Hauses, auch in der Hochzeitssuite. Ist das der Notausgang, falls der Bräutigam oder die Braut noch flüchten wollen? Gutshäuser wie dieses sind typisch für die Gegend rund um die Mecklenburgische Seenplatte. Viel Landschaft, dünne Besiedlung, wenig Industrie. Und mittendrin immer mal diese wunderschönen alten Gemäuer. Dieses Thema Gutshäuser ist einfach ein super spannendes Thema, weil es eben diese Region hier auch so extrem prägt bis heute. Also der Grund, warum wir hier so dünn besiedelt sind und warum hier so viel große Felder sind und keine Industrie, viele Alleen, viel freier Raum, das hängt natürlich auch zusammen mit der Geschichte dieses Landes, die eben geprägt ist von diesen großen landwirtschaftlichen Gütern, für die diese Gutshäuser eben so typisch und charakteristisch sind. Wieso gehörst du hierher? Ja, das war mir nicht von Anfang an so bewusst. Ich hatte auch natürlich eine Phase, in der ich unbedingt hier weg wollte, ne? Wir sind hier eine strukturschwache Region, es gibt hier wenig Angebote für junge Leute und so wollte ich einfach nur weit weg, am besten in die Stadt. Und das habe ich dann auch gemacht, ne? Ich habe so ein klassisches Gap Year gemacht in Australien und anderen Ländern, war dann auch eine Zeit lang in Berlin, eine Zeit lang in Hamburg und habe mir da so ein anderes Leben aufgebaut. Aber ziemlich schnell habe ich dann irgendwie doch gemerkt, dass ich hierher gehöre und dass ich mich hier viel wohler fühle mit dem vielen schönen Raum um mich herum, mit der Natur. Und hier dieses Haus, das ist ja auch so eine Aufgabe für so ein Leben eigentlich, ne? Und die habe ich dann gerne angenommen mit der Rückkehr hierher. Das heißt, was ist deine genaue Position jetzt hier? Das ist immer nicht ganz so klar in so einem Familienbetrieb. Da gibt es nicht die Managerposition wie in einem großen Hotel. Ich bezeichne mich immer gerne als Junior. Okay, der Juniorchef. Ja. Und zusammen mit meinem Bruder und meinen Eltern verwalten wir gemeinsam das Hotel. Natürlich steckt man da so seine Bereiche ab. Der eine kümmert sich mehr um das Restaurant. Ich kümmere mich mehr um das Hotel und um die Reservierung, die Verwaltung von so einem Hotel. Okay. Und du hast ja vorhin auch gesagt, einige kennen euch noch, als ihr ganz, ganz klein wart. Das heißt, ihr habt auch Stammgäste, die seit Jahren immer wieder kommen? Natürlich gibt es das Leute, die uns schon ewig kennen und die immer wieder vorbeikommen. Und die haben mich dann auch schon als kleinen Jungen erlebt hier und haben den einen oder anderen Mitarbeiter begleitet und einige schöne Momente hier erlebt, schöne Anlässe gehabt in diesem Haus. Und darüber freut man sich dann natürlich immer besonders, weil dann diese persönliche Beziehung zwischen uns und den Gästen ist auch etwas, was wir sehr schätzen und leben und genießen auch. Das macht so einen Beruf auch sehr attraktiv, wenn man nicht nur den
Gast als Kunden hat, sondern eben irgendwie auch als mehr als das. Mehr schon irgendwie aufnimmt hier in seine Familie, die man ja irgendwo auch ist, in so einem kleinen Betrieb. Fast ja eine familiäre Atmosphäre und wenn ihr auch nicht so viele Gäste habt und das sozusagen ja auch hier, das lädt ja auch sehr zum wohnlichen Sein. Es ist immer so ein bisschen wie ein Besuch auf dem Lande bei einer Familie, wie ein Privatbesuch. Du hast es ja gemerkt, du hast geklingelt und dann kam ich erstmal und hab dir aufgemacht. Und so ist das eigentlich hier mit jedem Gast, egal wer das ist, wo der herkommt, der muss erstmal klingeln und dann mache ich die Tür auf und dann kommt der hier herein und vielen muss man das durchaus auch erstmal erklären, was wir hier machen, dass das nicht so ein typisches Hotel ist. Du hast es ja auch auf den Zimmern gesehen. Ich würde sagen, fragen die Menschen nach den Fernsehern und den Telefonen? Tun sie, auf jeden Fall. Aber vielleicht vermissen sie ihn dann gar nicht. Nach ein paar Tagen fällt ihnen das dann auch auf. Das geht auch so ganz gut. Kein Wunder, an so einem herrlichen Ort, wo man sich ein bisschen an die gute alte Zeit erinnert fühlt. Mag ich. Besonders, weil ich ganz andere Erwartungen hatte, als wir heute Morgen hier ankamen. Ich hatte mir ein Romantikhotel ein bisschen anders vorgestellt, aber Wahnsinn, was die Familie vom Jannis daraus gemacht hat. Wenn ihr dahin fahrt, Achtung, es gibt keine Fernseher, das heißt, ihr solltet euch vielleicht ein paar andere romantische Aktivitäten einfallen lassen, wenn ihr die Zeit dort gut verbringen wollt. Zurück auf dem Campingplatz stehen heute ein paar Haushaltsaufgaben an. Der Wassertank ist leer. Kommt hier überhaupt was raus? Wenig zumindest. Meine Damen und Herren, das nachfolgende Programm verzögert sich leider um 1 Stunde und 20 Minuten. Tanja meint, vielleicht könnte es auch am Knick im Schlauch liegen. Jetzt läuft nämlich mal Wasser. Hier, hörst du mal, wie das jetzt läuft? Du musst nämlich den Knick hier unten entspannen. Wenn du da so einen riesen Knick drin hast, da geht auch kein Wasser durch, Frau Schorn. Frau Höschel sagt, man muss den Knick entspannen. Diese Weisheit nehme ich mit für den Rest des Drehs. Da hast du mal was gelernt. Den Knick entspannen. Da hast du mal was gelernt für dein Leben. Allerdings muss ich sagen, dass du deutlich verschwenderischer bist als ich. Ja, aber lieber geht ein bisschen was daneben, aber das meiste rein. Als dass weder was runter noch reingeht. Wenn man es verstanden hat, was ich meine. Also wir lernen den Knick entspannen und das meiste rein statt runter. Ja. Deswegen drehe ich und sie moderiert. Genau. Gut aufgeteilt. Und füllt Wasser nach. Ich gehe mal rein und trinke einen Tee, ne? Ciao. Ja. Ja, immer wieder ein Highlight, das Wasser auffüllen. Ich bin ja vorher gar kein Camper gewesen, bevor ich für den HR mit diesem Ding losgefahren bin. Deswegen sollte man mir bitte verzeihen, dass das manchmal etwas hilflos wirkt. Und in dem Fall war es so, da war ja ein Schlauch, aber der Schlauch war halt leider nicht wirklich lang. Und auch andere wichtige Dinge müssen noch erledigt werden. Das erste Mal Campertoilette entleeren. Ich frage mich vor allem, in welches Rohr das jetzt rein muss. Ist das ekelhaft? Ich glaube, ich mache das nicht richtig. Oh. Wunderschön, wunderschön ist das. Dann nimmt plötzlich der Wind zu. Und was ist das für ein Wasserfleck unter dem Camper? Das wird wieder eine wilde Nacht. Einige Vorzelte hat's jetzt schon erwischt. Sturmtief Eugen wütet und es ist richtig kalt. Mist, ey. Tanja. Was denn? Hier ist alles nass. Alles, Vorsicht, es tropft. Es ist komplett nass hier drin. Ich habe keine Ahnung warum. Wie ist es nass hier drin? Ja, hier stand alles gerade unter Wasser und ich weiß nicht, wo es herkommt. Guck mal, da ist es nass. Ich habe es gerade schon trocken gewischt, aber dahinter ist es nass alles. Ja. Das ist ein klarer Fall für die 24-Stunden-Camper-Hotline. Die können auf die Entfernung zwar nicht helfen, versprechen aber ein Austauschmodell, falls bis morgen weiter Wasser ausläuft. Ja, der Campervan-Trip an die Mecklenburgische Seenplatte. Es war einfach überall Wasser. Von oben, von unten, im Camper, außerhalb des Campers. Also Wasser lief. Ich mag das ja, ne? Aber gerade ist irgendwie nicht so schön. Oh, ich habe kalte Füße und nass und oh.
Eugen war wirklich heftig. Also mein ganzes Auto hat gewackelt. Und vor allem habe ich am nächsten Morgen gesehen, dass um uns herum ganz viele Bäume umgefallen waren. Zum Glück hat es weder Tanjas Mobilheim getroffen, noch meinen Camper. Aber der Gedanke, der am nächsten Morgen da war, war, sind wir eigentlich gut versichert bei diesen Reisen? Ja, sind wir. Natürlich. Und am nächsten Morgen scheint die Sonne. Der Camper ist trocken, es gab nur wenige Sturmschäden und die nächste Überraschung wartet schon. Wir folgen einem Pickup in den Wald. Tanja, dir ist schon klar, dass ich keinen Geländewagen fahre, ne? Abenteuer! Tanja hat das natürlich alles geplant. Der Fahrer des Pickups ist Förster Jakob Zunk. Hallo! Und ab hier geht's zu Fuß weiter. Okay. Allerdings nur mit Gummistiefeln, denn Jakob erklärt mir, dass einige Teile des Waldes Sumpfgebiet sind. Unser Ziel, eine uralte Eiche. Birka und Bente kommen mit. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ja, ne? Und vor allem, ob wir da jetzt hinkommen. Und ob die Gummistiefel stecken bleiben. Aber Ja, ob die Tanjas Gummistiefel Schuhe vor allem hoch helfen. genug ist, da wundere ich mich jetzt bei uns. Okay. Aber das wird sich zeigen. Das ist einfach Sonst Survival of the fittest. trägt wer wen? Gucken wir mal. Guck mal. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, querfeldein durch den Wald zu spazieren? Wunderschön ist das. Doch nach und nach wird der Weg beschwerlicher. Jakob geht schließlich einen anderen Weg durch das Dickicht suchen und lässt uns auf einer trockenen Insel im Wald zurück. Also ich würde gerne mal kurz festhalten, dass wir von einem Förster auf einer Insel im Sumpf im Wald stehen gelassen wurden. Meinst du, ist das Teil des Plans gewesen? Was du noch nicht weißt, ist, du musst jetzt alleine deinen Weg zurückfinden. Habe ich jetzt ein Survival-Training und weiß es nur nicht? Super. Du wolltest doch deine Ängste bekämpfen, oder? Ja. Heute Nachts fangen wir allein damit im an. Wald. Ich habe tatsächlich gedacht, das gehört jetzt zu meiner Aufgabe. Und was an dieser Stelle noch keiner weiß, Jakob hat vorher schon erzählt, dass es dort ziemlich viele Wildschweine gibt. War ein bisschen komisch, das Gefühl. Und ich habe echt kurz gedacht, wenn der jetzt nicht zurückkommt, habe ich keine Ahnung, wie wir den Weg zurückfinden werden. Aber ich habe dann darauf vertraut, dass Tanja weiß, was passiert. Jakob kommt aber irgendwann wieder. Und mit etwas Klettern gelangen wir ans Ziel. Das ist diese wunderschöne uralte Eiche. Und damit sie noch älter wird, braucht sie Licht. Und das heißt, andere Bäume müssen weg. Und ich soll dabei helfen. Okay. Und wenn wir jetzt hier einmal drumherum gehen mit unserem Bügelschaber, schöne Farbe, dann reißen wir hier jetzt so nach und nach die Rinde runter. Das darfst du jetzt gleich machen, ne? Okay. Und dann wird dir nicht zu viel Arbeit abnehmen. Das heißt, wir wollen sie langsam absterben lassen, diese Bäume. Ein bisschen gemein, Ja, ich aber wollte gerade sagen, das heißt, die müssen einen langsamen, harten die Tod müssen einen sterben. langsamen Tod sterben, dass die Sie glänzen da. Tut mir leid, lieber Baum. Es ist hart, ne? Für Ja, das, ein für bisschen das, schon, für ehrlich das einen gesagt. Leben, den anderen. Ich als Forstpraktikantin, da wird mir erstmal warm. Aber tapfer wird weiter geringelt. So heißt das nämlich offiziell. So, Super. Nö, das sieht gut aus. ja, und das reicht so von dem... Das reicht. Jetzt habe ich ja ein paar Fragen an dich. Na los. Weil ich stehe jetzt mitten im Wald und offensichtlich stehst du hier häufiger, ich nicht so Ja, häufig. richtig. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Förster zu werden? Ich war immer schon so ein Draußenjunge, ne? Also ich habe, gut, wir hatten jetzt nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten drin, aber ich habe immer draußen gespielt. Und auch viel im Wald und in der Natur. Und Freunde von meinen Eltern, da gab es einen Förster so. Und dann bin ich aber, also das Schlüsselerlebnis war eigentlich, ich war im Militärdienst, also alternativen Militärdienst in Afrika. Und da habe ich einen Förster kennengelernt. Der hat da so in Afrika sozusagen, alles gut, ne? Großer Hund. Der hat da Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Und der hat gemeint, Mensch, wenn du hier irgendwie sowas machen willst, dann ist Landwirt eine super Sache oder Forstwirtschaft. Das ist sozusagen die natürlichen Rohstoffe, haben die viel in diesen Ländern. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Wo Das ist kommst du denn natürlich ursprünglich eigentlich her? Ich bin in Mecklenburg, also sag mal so, Okay. ich bin sozusagen, meine Familie kommt aus Mecklenburg, ich bin in Berlin geboren. Ne? Mein Papa ist sozusagen Arzt und hat da gearbeitet und meine Mama ist Krankenschwester. Und ja, wir waren dann auf dem Land, ne? Und dann bin ich aber über mehrere Umwege, Mosambik, Brasilien, wieder in Berlin gelandet, habe da meine Frau kennengelernt damals, dann Freundin. Und dann waren wir auch eine Zeit lang im Ausland zusammen. Und dann haben wir aber unsere erste Tochter bekommen, also schwanger geworden, haben unsere Tochter bekommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin selber so auf dem Land groß geworden. Das wünsche ich mir für meine Kinder eigentlich auch. So ein bisschen Bullabü für jeden.
Und dann haben wir was gesucht. Und dann habe ich einen Kumpel, der ist auch Förster, der betreut auch viele Wälder. Und der hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen am Anfang, weil gab es lange Zeit viel zu wenig Wälder für die ganzen Förster. Und mittlerweile wird es ein bisschen besser. Ein paar ältere Kollegen gehen in Rente. Jetzt ist mal wieder so eine Zeit, wo man doch mal auch wieder an Reviere rankommt. Und dann bin ich halt hier gelandet. Ne? Da muss man irgendwie auch dann zusehen, dass man das dann nimmt, was man kriegt. Und ja, also Relevanz. Ich habe viel gesehen. Ich habe auch noch eine Firma in Brasilien, wo wir auch Aufforstung machen und so. Und also ich versuche auch immer so ein bisschen so eine globale Perspektive auf diese ganzen Sachen zu nehmen. Deswegen bin ich eigentlich total happy mit dem, was ich hier mache. Aber ich weiß eben, also Klima und solche Dinge, die machen halt vor Grenzen auch keinen Halt. Deswegen bin ich halt so sehr daran interessiert, dass wir auf eine natürliche Art und Weise eben unsere Wälder schützen und entwickeln. Habe viel gelernt auch im Ausland und Johanna war auch viel unterwegs. Also, nee, das passt. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und wie bist du genau in diesem Wald hier gelandet? Das war witzig. Das ist vielleicht eine Sache, da kommen wir jetzt mal gleich zu deiner nächsten Station kommen. Ich weiß es nämlich schon. Ich weiß es nämlich schon. Ich werde jetzt ein bisschen spoilern. Aha. Ich bin mit einer Holländerin verheiratet, die ist Holzdesignerin. Also die hat Kunstgeschichte studiert. Ach, schön. Und hat jahrelang moderne Kunstausstellungen aufgebaut, auch in der ganzen Welt. Und ist dann mit mir hier in den Wilden Osten gegangen, um sozusagen Försterfrau zu sein. Aber wie die Unternehmer so drauf sind, hat sie gesagt, ich sitze jetzt nicht nur am Herd und ziehe die Kinder groß, sondern hat ihre eigene Firma gegründet. Und am Anfang belächelt, mittlerweile läuft es richtig gut. Und wir sind eigentlich ein super Team, weil ich organisiere ihr halt das Holz. Ne? Also gerade so diese ganzen knotigen, knorrigen, krüppeligen Sachen, die der Holzkäufer nicht haben will, weil er da keine Balken oder Bretter draus sägen kann, die organisiere ich halt für sie. Das ist eigentlich meistens nur Brennholzsortiment. Bringe ich nach Hause, lasse sie aufsägen und dann macht sie da wunderschöne Sachen draus. Und witzigerweise hat meine Frau auf dem Markt die Waldbesitzerin kennengelernt. Und die hat dann gesagt, Mensch, mein Mann ist Förster und ich hatte immer schon Wälder betreut. Aber diesen Wald, weil wir sagen, wir stehen jetzt gerade hier, das ist ja so ein sehr natürlicher Wald, hat eben die Waldbesitzerin kennengelernt, hat ihr erzählt, ja, mein Mann ist Förster und das Haus hat er mir organisiert und ich verarbeite das halt weiter. Und dann, Mensch, ich suche gerade einen Förster, ich habe hier einen neuen Wald bekommen und dann haben wir uns getroffen und dann hat es funktioniert. Ich bin ja sozusagen sehr naturnah wirtschaftlich eben ne, und habe ja schon erzählt, so eine Holzplantagen mag ich nicht so sehr. Versuche so natürlichen Dynamiken eher zu fördern. Und das hat ihr gefallen und jetzt stehen wir hier. Cool. Und das haben wir sozusagen ihre Uleike hier haben wir heute geschützt eigentlich oder ein bisschen unterstützt. Das ist ja eine witzige Geschichte. Genau, und dann, wenn ihr wollt, ich habe ja schon mit ihr vorhin mal telefoniert, also dann könnt ihr euch mal den zweiten Verarbeitungsschritt anschauen. Auf jeden Fall werden wir das tun, definitiv. Ja, dann fahrt ihr da mal vorbei. Spannend. Ja, das machen wir definitiv. Und so kommen wir nach Leerz, zum wirklich malerischen Hof von Jakob und Johanna, seiner Frau, die in ihrer Werkstatt gerade Servier- und Frühstücksbretter herstellt. Also das sind so die klassischen Frühstücksbretter. Sehr hübsch, und man sieht es jetzt schon, also da ist eine Maserung da drin, man glaubt kaum, dass es echt ist. Es ist so ein 3D-Effekt, was da drin ist, so ein Schimmer. Ja, das stimmt. Und das ist halt wirklich eine verkernte Esche. Wenn ein bisschen älter ist, dann ist der Kern wird dann dunkler. Und dann hat das entweder so eine Maserung, aber das ist auch eine Esche, das ist das gleiche Holz. Auch Johanna fordert mich heraus. Erst Waldarbeiterin, jetzt Holzdesignerin. Klar, gar kein Problem für mich. Das Ölen der Eierbecher kriege ich mit ihr wirklich ganz easy hin. Ich frage, wie das so war, als Holländerin das erste Mal in MacPom. Ich meine, Wind habt ihr hier auch und das Wetter ist auch ähnlich wahrscheinlich. Ja, wirklich. Es sind so wirklich Ähnlichkeiten. Und das ist auch so aus der Ecke, wo ich aus Holland komme, aus Zeeland. Die ist wirklich vergleichbar auch mit Mecklenburg. Weil im Sommer alle dahin wollen, aber im Winter sieht man keinen. Also es ist wirklich so, im Winter ist es richtig leer und grau und kalt. Aber auch trotzdem total schön, weil auch im Winter eine Seeumrundung ist wirklich total schön. In dem Sinne ist Mecklenburg oder diese Region, wo wir gerade wohnen, hier in der Seenplatte, wirklich vergleichbar mit Zeeland, da, wo ich herkomme. Das heißt, dich zieht es auch gar nicht mehr so in die Ferne. Also wir hatten mit Jakob auch schon das Thema, der war ja auch viel in der Welt unterwegs. Du ja, glaube ich, auch. Das klang so ein bisschen an. Ja, ja genau. Ich habe in Paris studiert und also auch viel gereist. Und jetzt merkt man,
das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun irgendwie, dass man irgendwo über 30 dann irgendwo sesshaft werden möchte. Und das hat hier alles dann gepasst, wie wirklich diese Puzzleteile da zusammengekommen sind. Gäbe es noch irgendeinen Teil, was fehlt, oder ist dein Puzzle schon ein Ganzes? Ja, also erstmal ist da eher so noch ein Aufbaubedarf von das, was hier ist. Das ist ein alten Hof. Da haben wir schon richtig viel geschafft. Auch hier diese Scheune, das ist die alte Fahrscheune. Und da halten die Leute dann an. Und wenn die dann hier sehen, hier ist eine schöne Auffahrt und es gibt hier auch ein Eis. Und, hier bei euch gibt es ja, das ist ein bisschen der Plan, dass wir dann auch nicht nur Holz sein, aber dann, dass man hier sich auch mit dem Eis hinsetzen kann, hier in die Sonne. Und, ja. Was ist denn der erste Moment oder was waren deine ersten Gedanken, an die du dich erinnerst hier in Mecklenburg, als ihr hergekommen seid? Als wir mal auf Erkundungstour hier quasi, das war so eine Art Promotour, dass ich von Mecklenburg überzeugt wurde, sozusagen. Dann also da hat Jakob uns mitgenommen, also mich und Hanna, dann hier auf eine kleine Tour mit einem Fahrrad. Und das war so schön, also da an den Seen entlang und also das habe ich echt gestaunt, wie schön es ist. Aus Eiche ist die. Schön ja, genau. sind inzwischen auch meine Eierbecher. So, wir haben alle Bretter fertig, alle Eierbecher sind geölt. Wie habe ich mich gemacht? Kannst du damit was anfangen? Ja, ich glaube schon, das sieht wirklich gut aus. Hast du sehr professionell gemacht. Sehr gut. Ja. Das heißt, ich kann jetzt Bäume ringeln und ich kann Bretter ölen. Habe ich 2 tolle Sachen gelernt. Ja, Jakob und Johanna, ich finde, das klingt schon so bilderbuchmäßig und auch total schön, dass die beiden sich ausgerechnet diesen Fleck zum Wohnen ausgesucht haben, wo ja eigentlich die Johanna vom Meer kommt. Und ich muss sagen, die beiden verstehen was von ihrem Handwerk. Also ich sage jetzt mal, Holz ist ihr Handwerk. Die haben das so toll ausgebaut da. Es gab eine ganz tolle kleine Ferienwohnung, in der Tanja übernachtet hat. Und ich konnte da mitten auf dem Hof ganz gemütlich mit meinem Campervan stehen. Also ein Besuch bei den beiden lohnt sich auf jeden Fall. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Und manchmal beginnt das schon mit der Anfahrt. Tanja, was hast du da gemacht? Ganz schlechter Drehort. Warum? Man hat so nah an der Straße gestanden, die Autos sind halt Hast du dich in Lebensgefahr begeben für unseren Film? Immer. Immer. Das gibt die besten Bilder. Wir sind ja auf einem Roadtrip und das müssen wir ja auch abbilden. Aber diese Fahrtbilder können ja nur entstehen, wenn Tanja nicht mit im Auto sitzt. Das heißt, ich muss sie regelmäßig irgendwo am Straßenrand aussetzen, weiterfahren, bis ich drehen kann, um sie dann wieder einzusammeln. Und ehrlich gesagt bin ich da meistens relativ nervös bei, weil ich mir immer denke, oh Gott, hoffentlich passiert ihr nichts. Hoffentlich steht sie da sicher, wo sie steht. Und hoffentlich klappen die Aufnahmen. Das ist immer eine Herausforderung. Es geht wieder zur Feldberger Seenlandschaft. Darf ich Fisch essen? Vielleicht. Hallo. Moin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber ich glaube, ich darf heute zu dir kommen. Ich bin Maike, hi. Ja, hi, ich bin Olli. Hallo Olli. Ich glaube, du hast was mit Fisch zu tun. Darf ich heute essen? Könnte man denken, ne? Ja, aber bevor du heute was essen kannst, müssen wir jetzt den Fisch fangen. Ah, also wir fahren jetzt raus. Cool. Ich habe Netze gestellt gestern Abend. Aha. Und die heben wir jetzt beide. Großartig. Und vielleicht ist was drin. Und wenn was drin ist, können wir was essen. Und wenn nicht, dann musst du halt mit Hunger im Bauch nach Hause fahren. Oh, dann hoffe ich mal, dass was drin ist. Ja, das hoffe ich auch. Und wo genau fahren wir raus? Wir fahren jetzt nach Dolgen, zum Dolgener See. Mhm. Das ist so 10 Minuten mit dem Auto. Aha. Genau. Und da liegt mein Boot und dann ziehen wir uns um und dann fangen wir an. Alles klar, ich habe Gummistiefel dabei. Ja, ich wurde vorgewarnt, dass ich die gebrauchen könnte. Die kannst du gebrauchen. Also ich bin ausgestattet, warm angezogen bin ich hoffentlich auch, weil es ist ganz schön frisch heute. Ja, die wird schon warm werden beim Arbeiten. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Dafür sorge ich. Ich habe es noch nie gemacht, ich bin wirklich bin gespannt. Ich hoffe, wir kentern nicht, aber heute ist ja zum Glück kein Wind, von daher... Bis jetzt ist noch niemand gekentert bei mir. Ich habe schon gehört, Seefahren ist kein Zuckerschlecken. Ja. Aber heute kriegen wir das hin. Ja, ich würde sagen, wir sind ja auch nicht auf dem Meer, wir sind ja bloß auf einem kleinen See. Das ist Okay. halb so wild. Wenn du das sagst, Ja. ich vertraue dir. Auf geht's, ich bin gespannt. Das ist der Dolgener See. Eins von Oliver Palkes Fischrevieren. Auch hier ist wieder Umziehen angesagt, bevor es losgehen kann. Mein erstes Mal fischen. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put
An kleinen Plastikbällchen im Gestrüpp erkennt Olli, wo er am Vortag seine Fangnetze ausgeworfen hat. Wir holen Nummer 1 gemeinsam rein und ich warte gespannt auf den ersten Fisch. Aber, Aber das war jetzt ein Satz mit X. Das war jetzt ein Satz mit X. Das kommt leider auch vor. Passiert. Eisberg voraus. What you know about rolling down? Okay. Oh nein, wow. Hui. Das ist jetzt ein Brassen. Ein Brassen. Ein Brassen oder auch Blei genannt. Den dreht man eher durch einen Fleischwolf und macht dann Fischfrikadellen draus. Ich als Tierfreundin, ich esse ja gerne Fisch. Aber natürlich ist das jetzt auch nicht das Schönste, wenn man weiß, dass dieses Tier hier, ne? Ja. Man weiß es ja eigentlich. Aber was würdest du jetzt jemandem antworten, der jetzt sagt, oh Gott, was macht ihr jetzt hier, der arme Fisch, Tierquälerei? Na, ich würde nicht sagen, dass das Tierquälerei ist. Sicherlich ist das in dem Moment, wo er aus dem Wasser rauskommt, für das Tier nicht schön, weil er ja keine Luft, oder er kann nicht atmen in dem Moment, weil er braucht das Wasser. Aber jeder, der nun mal Fisch isst, muss da sich darüber im Klaren sein, dass der Fisch nicht als Stäbchen von einer großen Kette kommt. In Goldfarben. In Goldfarbe. Ja. Sondern der kommt halt aus dem See, jedenfalls bei uns. Und dann kann ruhig jeder wissen, dass die Tiere hier gefangen werden. So ist das eben. Das ist eben nachhaltige Fischerei sozusagen. Wir fischen hier immer nur in kleinen Mengen auch. Ja. Wenn man Fisch essen möchte, dann muss man das eben auch mal aushalten. Unsere Ausbeute des Tages richtig gut. War dein Papa schon Fischer oder wie bist du an dieses Thema rangekommen? Nee, bei uns in der Familie ist keiner Fischer. Ach. Wir haben keine Tradition, sag ich mal. Ja, wie bin ich da rangekommen? Also für mich war ziemlich schnell klar, dass ich einen Beruf irgendwann mal lernen möchte, mit dem ich später selbstständig sein kann. Das hätte auch jeder andere sein können, aber die Perspektive, eben die Fischerei zu machen hier irgendwann, die war da. Wenn auch zum Anfang ganz klein bloß. Und dann habe ich den Beruf eben gelernt. Und du machst das jetzt schon wie lange? Ich mache das jetzt seit 2014. Seit 2014, auch hier an den Neuen Seen? Genau. Okay. Also 2014 habe ich die Fischerei gegründet sozusagen. Und in dem Jahr habe ich auch meine Lehre beendet. Also es war bei mir so ein nahtloser Übergang. Ein bisschen untypisch eigentlich, aber das ging jetzt zeitlich nicht anders, weil die Seen eben 2014 ausgeschrieben waren. Und dann, seitdem mache ich das hier. Wir haben hier gerade richtig schönes Wetter und ich finde es, also ich habe gerade schon gedacht, ich könnte mich jetzt hier so hinlegen und einfach eine Stunde so ein bisschen Pause machen. Gibt es Tage, an denen du sagst, du bereust, dass du diesen Beruf gewählt hast, weil du hier gar nicht rausfahren willst? Ja, klar. Braucht man nicht lange rumreden, die gibt es auch. Gerade wenn das Wetter nicht so schön ist und es regnet und windig ist und man dann, also ich bin ja meistens alleine und es ist irgendwie eine Stelle im Boot, wo das Netz nicht rüberläuft und das bleibt hängen oder so. Das ist natürlich dann schon nervig und flucht man auch, dass das halt nicht funktioniert richtig, klar. Aber im Großen und Ganzen, was würdest du sagen, gibt dir dieser Beruf? Was macht den besonders? Na, vor allem die Freiheit, dass ich das alles alleine machen kann und wann ich will. Und wenn ich halt keine Lust habe, rauszufahren, dann fahre ich eben nicht raus. Das ist ja dann mein eigenes Risiko sozusagen. Wenn ich nicht will, dann mache ich es eben nicht. Also ich mache es natürlich schon. Irgendwo zwingt man sich ja dann doch selbst zu arbeiten. Aber ich könnte immer sagen, ich muss ja nicht. Und ich arbeite nur für mich und ich weiß halt auch, ja, am Ende mache ich es halt für mich. Und nicht für irgendeinen Chef oder für irgendeinen Konzern. Ist das eine richtige Leidenschaft für dich? Ja. Oder ist es wirklich das Brot, Geld verdienen? Nee, nein, so ist es auch nicht. Nein, es ist schon auch eine Leidenschaft. Vielleicht bei mir jetzt nicht so groß wie bei anderen. Es gibt Kollegen, die sind da bestimmt leidenschaftlicher als ich. Aber ja, wie soll ich das sagen? Also ich mache es schon auch gern, so ist es nicht. Also Olli hat mich echt als Mensch total beeindruckt, weil der ist ja Anfang 30 und hat sich da so richtig sein eigenes Business aufgebaut. Und was mir da mal wieder bewusst geworden ist, ist, dass es einfach wirklich Handarbeit ist, was er da tut. Und auch echt kein easy Job. So schön das aussah, ich habe den vollsten Respekt für das, was er da tut. Und wie erfolgreich er dabei ist. Auch mit seinem Fischladen, den er sich selber aufgebaut hat. Hier gibt es Fisch im Fladenbrot, seine Kreation. Neben Salat und Fisch kommen noch Gurken, Zwiebeln und eine leckere Soße in den sogenannten Fischdöner. Schmeckt ziemlich gut, würde ich sagen. Oh, lecker. Sehr, sehr gut. Knuspriges Fladenbrot, lecker Soße. Vielen Dank für den tollen Tag heute, Ja, Olli. sehr gerne. Ich habe viel gelernt. Und jetzt ist es auch noch so lecker. Ja, dann. Ja, wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt. Dankeschön. Bitte schön. Vielleicht kommen wir noch mal vorbei. Ja, sehr gerne.
Ja, ich bin noch vorbeigefahren. Ich muss das leider noch mal essen. Wer mit dem Boot gerne auf dem Wasser unterwegs ist, muss sich gar nicht einem Fischer anschließen. Denn Angebote wie Kanu- oder Kajakfahren gibt es an der Mecklenburgischen Seenplatte zuhauf. Auch mit kleinem Abenteuerfaktor. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. Ja, dieses Kanufahren war am Anfang ein bisschen herausfordernd. Also ich war nicht so richtig lenktalentiert, muss ich gestehen. Aber ich habe es dann gelernt im Laufe der Zeit. Und es war am Ende dann wirklich so eine ganz weite Seenfläche. Also dafür lohnt es sich definitiv mal einen Trip an die Mecklenburgische Seenplatte zu machen. Weiter geht's zum nächsten Abenteuer. Ich ahne schon, dass es auch heute wieder auf ein Boot gehen könnte, als wir am Hafen in Göhren-Lerbin am Fliesensee ankommen. Und tatsächlich. Ach, wie cool. Es geht an Bord des Schnellbootes von Anja Heppner und ihrem Mann Robin. Er ist hauptberuflich Koch, sie arbeitet unter anderem auch beim Radio. Im Gespräch erfahre ich, dass Anja aber nicht nur Radio macht. Sie wird auch die Angel-Anni genannt und hat unter anderem sogar schon ihre eigene Angelmarke entwickelt. Wie es dazu wohl gekommen ist, will ich natürlich von ihr wissen. Wie kommt es, dass gerade du, eine wunderhübsche junge Frau, hier auf so einem Angelboot dich rumtreibst und das offensichtlich beruflich machst? Wie bist du dazu gekommen? Also das ist eine ganz lange Geschichte. Hast du Zeit? Nein, Quatsch, ich fasse es kurz. Also ich sitze hier gerne ein bisschen auf dem Boot. Ich bin hier ganz ja, also es fing 2015 an. Da hatte ich einen Freund, der seinen Angelschein gemacht hat auch erst. Und dann saß ich an der Brandung mit den ganzen Jungs, habe Erbsensuppe gekocht und hatte mit Angeln nichts zu tun. Ja, und dann irgendwann hat er einen Fisch filetiert und dachte, ach guck mal, Anni, die zweite Rute schlägt an. Und ich, ja, geh mal hin, ne? Dann hole ich den mal raus, nehme diese Brandungsrute. So eine Ruten, die sind nicht so wie die hier, sondern sehr schwer und groß. Und ich dachte natürlich, das ist jetzt so ein Fisch. Und bin am Schreien, welche war nur die Rute so schwer. Und ich so, oh, ein Riesenfisch, ein Riesenfisch. Und dann war es nachher so ein kleiner, untermaßiger Dorsch. Aber es hatte mich so gepackt dann. Ich habe mich so gefreut über diesen Fisch, dass ich dachte, boah, Angeln ist irgendwie geil. Habe ich sofort den Angelschein gemacht. Aber da lernst du leider nur theoretisch. Wenn du also mit Papa nicht früher angeln warst, ist es schwierig, weil du einfach keine Angelerfahrung hast jetzt den Schein, aber kannst eigentlich noch nicht mal einen Köder aufziehen. Du kannst keinen Fisch ausnehmen und du hast noch nicht mal ausgeworfen. Also so ging es mir und da dachte ich, was mache ich jetzt? Also habe ich gedacht, ich schnapp mir eine Kamera und mache einfach einen YouTube-Kanal auf, wie ich das Angeln lerne, damit andere mit mir zusammen das Angeln lernen. Aha, und jetzt hast du also einen YouTube-Kanal. Das wusste ich natürlich auch noch nicht. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren und mittlerweile eine der bekanntesten Anglerinnen Deutschlands und mittlerweile hier auf diesen Gewässern sogar Guide für Frauen und Kinder. Ich sage mal Fishing Girl Guiding mache ich. Das heißt, man kann mit diesem Boot als Girls-Truppe hier bei dir, mit dir rausfahren und angeln. Das ist ja auch cool. Und dann geht es los. Nee, es gibt, weiß ich auch nicht, ob es noch woanders gibt. Und auch ich soll es heute lernen. Mit einem rosa Köder. Männer unterschätzen Pink, ja, so eine Mädchenfarbe, aber auf Zander ein echter Killer. Aber die Hechte mögen ihn auch, denn heute ist unser Ziel Hecht. Und dann werfe ich zum ersten Mal eine Angel aus. Oh, okay, das war jetzt nicht ganz da, wo ich hin wollte. Du hast nichts getroffen. Du bist mit dem Köder im Wasser. Also immerhin. Also schlecht war es nicht. Ja, also wir 2 Blondinen da auf dem Boot. Hat sich auf jeden Fall interessant angefühlt. Und nur, falls Verwechslungsgefahr besteht, also ich bin die mit der rosa-beigen Cappy und die Anni hat die schwarz-weiße auf. Nicht, dass es da zu Verwechslung kommt. Mit Annis Hilfe habe ich schnell erste Erfolgserlebnisse. Oh, guck. Yay! Auswurf gelungen. Anni und Robin machen Sportangeln. Das bedeutet, die Angel wird wieder und wieder ausgeworfen. Dann reingeholt und wieder von vorne. Angeln tue ich aber erstmal nur, was Anni Krautfische nennt. Spaß macht es trotzdem. Nur ein anderer Köder muss jetzt her. Dann klappt es plötzlich auch. Dein erster Hecht? Vielleicht. Ein kleiner. Oh. Ich muss mich konzentrieren. Oh. Okay. Mein erster Hecht, aber er muss schnell wieder ins Wasser. Sollte mit Kiemgriff halt machen. Okay, aber jetzt. Ein Küssi drauf? Oh Gott, wirklich? Ich muss den küssen? Jetzt wirklich? Ja, dein erster. Das war so ein. Du hast so eine salzige Schleimspur hinterher auf dem Mund. Einfach so. Ja. Schnell weg. Hechtschleim.
Ich habe einen Fisch gefangen. Jetzt hat es mich gepackt. Und schon bald habe ich den nächsten an der Angel. Einen großen. Komm, zieh. Ja. Der wiegt auch schon. Der wiegt was. Was schätzt ihr? 6 Kilo? Nein? Na Manno! Was für ein schöner Tag. Mit Hecht- und Angel-Anni und mit mir, der Angel-Maike. Anni hat auch die halbe Fahrt über Witze gemacht. Also falls sie dann doch mal in Urlaub fährt, könnte ich ja übernehmen, weil wir uns so ähnlich sehen. Also auf die Ferne auf jeden Fall würde ich sagen, funktioniert es auch. Filmen kannst du auch, vor der Kamera sprechen auch. Okay, ich übernehme. Gibt definitiv schlimmere Jobs. Ich würde dir jetzt mal so unterstellen, dass du an sich sehr glücklich bist. Zumindest wirkst du sehr glücklich. Hier in der Region? Ja. Total. Also ich finde Natur pur. Dann sieht man hier regelmäßig den Adler. Dann die Gewässer sind einfach schön. Dadurch, dass man auch wirklich viel Natur genießen kann. Weil du siehst es ja, wir sind auf dem Wasser. Es ist schön, du hörst das Wasser plätschern. Hier das Summen die Anglermusik, wie wir schon festgestellt haben. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres. Also die Region kann ich nur empfehlen. Also ich habe mich verliebt. Ich muss nicht zurück. Wie reagieren denn Menschen, wenn du sagst, dass du in deiner privaten Freizeit angelst und die Angler-Anni bist? Es ist immer noch ein fremdes Bild. Wenn ich am Wasser bin, ist es einfach so, wenn ich auch vom Ufer angel, das mache ich deswegen auch ungern mittlerweile, weil du wärst als Frau sehr zugetextet. Angeln Sie? Ja, und auch alleine? So, das können die gar nicht so fassen. Und dann immer so, ja, und fassen Sie die Fische auch an? Ich so, ja, ich nehme die auch aus und ich filetiere sie. Und so, okay, also das ist noch ein fremdes Bild, aber in den letzten 2-3 Jahren wird es besser mit den Frauen. Also es werden immer mehr Frauen und man ist nicht mehr so ganz alleine. Und ja, es macht Spaß. Hast du ja mitgekriegt heute. Auf jeden Fall. Also ich würde es auch wieder tun. Was ist das, was das dir am allermeisten gibt? Ein Ausgleich zum Alltag. Also wirklich, man arbeitet und arbeitet. Ich würde es ja auch irgendwann gerne mal zu Beruf machen. Aber noch ist es nicht der Fall. Und das ist jetzt so, du hast einen stressigen Arbeitstag und so. Die meisten sitzen zu Hause, machen Fernsehen an oder so. Das ist nicht dasselbe, als wenn du auf dem Boot oder am Ufer stehst. Und dieses Auswerfen ist schon irgendwie wie, als würdest du Yoga machen. Wirklich dieses, und dann zischt es und dann machst du rein. Jetzt warst du sehr konzentriert aufs Angeln, weil du es das erste Mal machst. Nachher machst du es wie selbstverständlich. Auswerfen, den Köder reinführen, einmal durchs Kraut raus. Das merkst du nachher gar nicht mehr. Das machst du so unbewusst. Und dann genießt du eigentlich wirklich nur noch das, was du siehst. Dann ist da ein Adler, dann guck jetzt dieser Wind, das Pfeifen, die Wellen. Also es ist einfach schön, ein Ausgleich. Und du kommst einfach runter vom Alltag. Kannst du sagen, ist es ein bestimmtes Gefühl, was du dabei kriegst? Also was fühlst du, wenn du das machst? Ich komme runter, würde ich sagen. Ja, dass ich so richtig relaxen kann mal wieder. Und wer hat das schon? Wir sind alle in so einer stressigen Welt. Es geht nur noch zack, zack, zack. Du musst Gas geben. Und hier ist es wirklich so, ja, es will ja keiner was von mir. Ich bin hier alleine, höchstens noch mit meinem Mann. Und dann angeln wir. Und wenn man noch einen Fisch hat, ist es so, was du vorhin hattest, dieses, oh cool. Und wenn man aber mal nichts fängt, ist auch egal. Es ist einfach dieses, die Natur. Ausgleich zur Arbeit, relaxen in der Natur, das darf jetzt auch Tanja mal erleben. Und ich filme ein bisschen. Könnte ich den ganzen Tag noch machen. Kurbel. Du, drehen ist ja mein Beruf. Also ich drehe ja eh. Oh, verstehst du? Petri. Wir fangen tatsächlich noch so einige Fische an diesem Tag. Ich mach. Okay. Ein Krokodil. Aber unter- oder übermaßige Fische müssen freigelassen werden. Und so sehr mir das Angeln auch gefällt, ich bin doch immer wieder froh, wenn ich die Fische auch wieder davon schwimmen sehe. Beschädigen und dann darf er auch schon wieder schwimmen. Ja. Auf unserem abendlichen Weg vom Flesensee zum Pripatsee passieren wir, wie immer bei dieser Reise, See nach See. Und dieses Gewässer spielt auch für unsere nächste Geschichte wieder eine entscheidende Rolle. Es geht aufs Hausboot an den wunderschönen Pripatsee. Als ich erfahren habe, dass ich Hausboot fahren darf, habe ich mich richtig, richtig gefreut. Habe ich vorher noch nie gemacht und war sehr begeistert von dieser Idee. Ja, leider kam das Ganze dann noch ein bisschen anders und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Aber erstmal war die Vorfreude groß, ist es denn? als mir Johannes Wittkopf unser Boot zeigt. Dann starten wir mal gemeinsam in euer Boot und wir machen die ersten Fahrversuche. Ich bin gespannt, mal gucken, ob ich irgendwo gegenfahre, aber du hilfst mir, ja? Na klar. Ja, dann gehen wir einmal durchs Boot durch und gucken uns als erstes den Motor an. Den Motor?
Den Motor, genau. Dann haben wir hier einen 15 PS Yamaha-Motor. Okay, das klingt nicht so schnell, ne? Das ist gemächlich. Na, bis 15 PS darf man führerscheinfrei fahren. Okay. Also Ja, dürfen genau. auch Laien wie ich das Boot lenken. Auf an Steuer. Johannes erklärt mir alles, was ich dafür wissen muss. Er ist der Geschäftsführer der Hausbootvermietung und hat netterweise angeboten, uns heute ein Stück zu begleiten. Fast voll. Und das ist der Fäkalientank. Das heißt ein Fischfinder, Tiefenmesser. So. Und hier auch. Gut. Dann setz dich an Steuer. Du bist Kapitänin oder Bootsführerin. Und ich bin dein Decksmart. Ach so, das macht Sinn. So ist rückwärts Gang und so drin, wäre Gas. genau. Erste Herausforderung, rückwärts ausparken. Ja? Machen wir noch mal ein Stück zurück. Wir müssen ja erst rückwärts fahren. Ne? Ich gucke für dich nach hinten, ob alles frei ist. Ist frei. Also wir können ganz entspannt genauso abgetaktet. So, jetzt gib mal ein bisschen Rückgas. So, neutral. Neutral und Vorwärtsgang. So, jetzt gleich gerade lenken. Geschafft. Jetzt liegt der offene Pripatsee vor uns. Das Schöne an diesem Teil der Mecklenburgischen Seenplatte, hier kann man über kleine Verbindungen von See zu See fahren. Das mit dem geradeaussteuern habe ich jedenfalls schnell raus. Sehr schön. Wir werden so höchstens 10 km/h schnell oder langsam, aber wir wollen in unserem Urlaub die Natur und alles genießen. Wir wollen ja nicht auf die Formel 1 Rennstrecke. Entspannen und genießen. Das ist jetzt genau das Richtige für mich. Haben wir ungefähr 40 Liter Benzinverbrauch und das sind die Woche dann 60 Stück. Oh ja. Die Landschaft zieht gemächlich an uns vorbei und ich kann mich gar nicht satt sehen an dieser schönen Umgebung. Der Plan, hier auf dem Hausboot auch zu übernachten. Alles, was wir dafür brauchen, haben Tanja und ich mit an Bord. Und ich bin mir sicher, das wird toll bei der Kulisse. Es sind auch immer so coole Häuser auf einmal am Rand, wo man sich so denkt, so wo kommen denn die jetzt her? So, guck mal nach vorne, Ja, ich guck konzentrier nach dich vorne, bitte jetzt. Fahren wir auf die Schleuse zu. Bisschen rechts lenken. Ja, hab schon, bin dabei. Gut, jetzt wieder links lenken. Na? Sehr schön. Durch die Schleuse, das ist die größte Herausforderung auf der Strecke. Jetzt also nur nicht die Pfosten treffen. Aber Johannes hilft mir zum Glück. Ja? Okay. Links, voll links einlenken. Und jetzt möglichst gerade bleiben. So, du gehst jetzt vorne und machst vorne, suchst hier vorne was, wo du dein Seil festmachen kannst. Ja, okay, da komme ich also nicht dran. Scheiße. So, Motor aus. Oh, ja, auch immer gut. Also für Anfänger wie mich ist so eine Schleuse etwas gewöhnungsbedürftig. Man muss möglichst gerade in den Engkanal rein und gleich auch wieder rausfahren. Aber das mit der Lenkung ist schon eine Challenge. Motor an. Motor ist an. Motor ist an. Motor läuft. Leine Denk dran, los, nicht Leine zu viel. Denk dran, Ja. nicht zu viel lenken, ne? Ja, aber es ist so anders als beim Campervan. Da kurbel ich immer und hier darf ich halt wirklich nur so minimal was machen. So, los geht's. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Rechts rüber. Noch weiter rechts? Nee, Nee, so reicht. ist gut. Sehr schön. Juhu! Ich bin rausgekommen. Geschafft, geschafft, geschafft. Bin nicht hängen geblieben, immerhin. Dann beginnt der beste Teil. Über schmale Verbindungen fahren wir jetzt wie angekündigt von See zu See. Einer schöner als der andere. Und Johannes übernimmt das Steuern, damit ich einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Am Abend verlässt uns Johannes dann doch. Und ich suche mir einen Platz, wo wir über Nacht ankern können.
Also Anker werfen, ein bisschen Sonnenuntergang genießen und sich so langsam ans Abendessen machen. Ich hätte jetzt gerne hier so ein Boot, was mir noch Pizza liefert. Das wäre gerade ziemlich gut. Es war wieder ein langer Tag, aber vor der Kulisse gleich zu essen ist natürlich besonders schön. Wäre trotzdem schön, wenn es schon fertig wäre. Essen ist da. Veggie, Bollo und Spaghetti. Bis jetzt ein schöner Abend. Also das Abendessen war lecker und der Sonnenuntergang war sehr schön und dann war das Licht weg. Leider aber nicht so doll weg, dass man gar nichts mehr gesehen hat, denn auf einmal fing es an zu kräuchen und zu fleuchen. Auf diesem Boot waren ungelogen, also ich würde jetzt sagen, an die 100 Spinnen. Und die sind aus jeder Ritze rausgekrochen. Und jetzt könnte man sagen, ah ja, die blonde Frau und so, hat sich wahrscheinlich ein bisschen angestellt. Aber nein, es war wirklich eklig und sie waren wirklich groß. Und wer mich kennt, weiß, dass ich genau 2 Phobien habe. Und das eine sind Haie, große weiße, und das andere sind Spinnen. Und es war für mich die Hölle auf diesem Boot. Es war mein persönliches Dschungelcamp, ganz ehrlich. Und zum Zurückfahren war es leider schon viel zu dunkel. Der nächste Morgen beginnt dafür umso schöner. Das Tolle am Hausboot, man ist die ganze Zeit draußen. Bei den morgendlichen Waschritualen, beim Frühstück und natürlich auch beim Sport. Na, und ins Wasser kann man sowieso immer. Ist aber Anfang Mai kalt. Sehr kalt. Oh, hier ist es rutschig. Oh Gott. Oh. Okay, wie viele Stufen hat diese Leiter? Ich weiß es nicht. Das ist super. Ach du Scheiße. Darf ich Scheiße sagen? Hallo Schwarm. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Muss ich jetzt weiter raus? Also ich habe ein Grundprinzip, wann immer ich irgendwo bin, wo Wasser ist, wo man drin baden kann, dann muss ich das auch tun. Das heißt, ich habe mich in diese 13 Grad gestürzt und es war eisekalt, aber ich war drin. Eine letzte Etappe haben wir noch. Es geht auf einen Campingplatz in den Osten der Seenplatte, in die Nähe von Penzlin. Doch auch dieser Naturcampingplatz ist wegen Corona komplett leer. Nur Kühe habe ich als Nachbarn. Wo kommt dann nur dieses Motorengeräusch her? Ah! Ein Eismobil! Hallo, Ja, das war ein bisschen lustig, weil ich weiß ja, wie gesagt, nicht, was passiert auf diesen Trips. Und dieses Mobil in seinem Pink und Blau war ja relativ auffällig. Und es ist schon ein paar Mal um uns rumgefahren. Irgendwie, ich habe immer gedacht, was macht denn dieses Auto hier? Weil eigentlich war ich ja wieder komplett allein auf diesem Campingplatz. Ja, und der Treffpunkt, den Tanja mit den beiden vereinbart hatte, hatte nicht so ganz geklappt. Und deswegen habe ich den Braten schon gerochen, bevor die beiden dann ankamen. Aber es war trotzdem natürlich eine tolle Überraschung. Und was ich jetzt gerade noch vergessen habe zu erzählen, und dieses Eis von Jekyll und Heidi habe ich auch schon ein paar Mal vorher wahrgenommen in der einen oder anderen Eistour. Und ich war immer so, Tanja, ich will dieses Eis noch probieren. Und sie hat sich wahrscheinlich immer heimlich so einen hinters Fäustchen gelacht, weil sie ja wusste, dass ich das auf jeden Fall noch probieren werde. Guck mal, so schön rosa. Ich habe die ganze Zeit noch gesagt, Tanja, ich will noch Eis essen, ich will noch Eis essen. Ja, wenn der Eismann 3-mal klingelt. Wir haben zwar nur einmal gehupt, aber... Das ist ja cool. Was war das denn mal für ein Auto vorher? Der war mal, ursprünglich war das mal ein OPS-Truck, den wir uns ausgebaut haben. Sehr cool. Das heißt, ihr heißt wie? Jekyll und Heidi? Jekyll und Heidi, genau. Das ist ja ein witziger Name. Woher kommt es? Wirklich angelehnt an die Geschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und trotzdem geht es um Eis. Und Jekyll steht für die sahnigen Sorten mit Dampf und Heidi für die zuckerreduzierten Sorbets und sowas alles. Und trotzdem gehören sie zusammen. Und sie ist ein bisschen fruchtiger und er hat so eine Sahnetolle. Und
angelehnt einfach an die Geschichte. Aber ihr könnt mir da drin wahrscheinlich nicht zeigen, wie ihr das herstellt. Aber essen darf ich, oder? Essen darfst du, aber am liebsten würden wir dich in unsere Manufaktur einladen, dass du einfach fort mal zugucken kannst, selber ein bisschen rumprobieren und dich mal an einer Eiscremerolle versuchen darfst, wenn du möchtest. Und naschen. Oh ja, das kann ich. Das Rollen weiß ich nicht, aber naschen kann ich. Also fahre ich mit unserem Camper hinter dem Eistruck her. Super Überraschung auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf und überlege in meinem Kopf schon, für welche Sorten ich mich entscheide. Ich will alles probieren, das ist ein bisschen doof. Der Laden von Franzi und Martin, so heißen die beiden wirklich, ist in Penzlin. Eis im Becher und am Stiel gibt es hier. Mit köstlichsten Sorten. Aber Franzi führt mich erstmal in die Eisküche. Denn hier findet der ganze Zauber statt. Hier ist der Produktionsbereich. Eisrollen. Hab ich vorher noch nie gehört. Franzi zeigt mir, wie es geht. Eismasse auf die eisige Fläche verteilen, zusammenschieben, einen Cookie drauf, zerbröseln, mit Gefühl rollen und dann fertig. Aber ob ich das gleich auch so hinbekomme? Oh, das war nicht ganz mittig, naja, fast. Fängst du schon an zu schieben? Einen kleinen Haufen zu machen? Das klingt kleinen Haufen. Das kriege ich hin. Einen kleinen Haufen kriege ich hin. Man muss schon auf jeden Fall mit beiden Händen koordinieren können. Das ist schon mal fürs Haufen machen schon mal ganz wichtig. Das muss einfach relativ dünn sein. Es muss relativ dünn sein, genau. Sieht ein bisschen dicker aus als bei dir. Ja, wir probieren mal. So? Ja. Ungefähr. Das kommt wieder an den Rand. Oha. Den Winkel ein bisschen anheben damit. Und ich mache mal den Trick, den dürfen wir aber nicht zeigen. Okay. Ah. Genau, ja. Ah ja, naja. Jetzt den Spatel so voller? Nee, ich würde es kleiner. Also je größer es ist, desto schwerer ist es. Okay. Ich sehe schon, das ist auf jeden Fall eine Technik, die man ein bisschen lernen muss. Ja. Aber im Ansatz sind es Röllchen. Für den ersten Versuch wirklich richtig gut. Also mit ein bisschen Fantasie sind auch meins Rollen. Die Optik ist natürlich eine andere. Ja, also ein bisschen Fantasie ist ja auch okay, oder? Ich bin schon mal stolz auf dich. Also ich habe schon viele noch schlechtere gesehen. Jetzt probieren wir das Ganze aber auch, oder? Genau. Sollen wir uns dafür nach vorne setzen? Bei euch sieht es so hübsch aus. Ja, sehr gerne. So, also Martin, Stark. meine erste Eis. Also hier Frankfurt-Edition, Penzlin-Edition, wunderbar. Das ist Kunst. Ja, also, Kreativität. Und perfekt ist ja auch langweilig. Aber ihr kriegt jetzt die perfekte, ja? Okay. Wir sind langweilig hier. Okay. Ich probiere mal das hier. Upsala. Also schmecken tut es hervorragend. Ihr könnt mir dabei ja vielleicht mal verraten, was denn jetzt das Besondere an eurem Eis ist. Warum ist das hier so was Spezielles? Ja, das Besondere an unserem Eis ist auf jeden Fall die Natürlichkeit. Also so wie wir es herstellen mit den Reifeprozessen, das findest du woanders eigentlich nicht. Ne? Also grundsätzlich haben wir keine Stabilisatoren, keine Emulgatoren, nichts, was bindet, was Luft einschlägt, keine Konservierungsstoffe, keine Aromen, keine Geschmacksverstärker, nichts drin. Das heißt natürlich, dass die Konsistenz anders ist als ein Produkt von der Industrie sozusagen, was einfach ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Und das, was im Eis drin ist, stellen wir auch noch selber her. Also wir backen die Kekse selber, wir stellen das Karamell selber her, weil wir diese Sachen alle nicht gefunden haben, als wir danach gesucht haben. Dass einfach nichts mit drin, also keine Zusatzstoffe mit drin sind. Und dann haben wir aus Grundvertrauen gesagt, ach, dann können wir das doch selber machen. So, und so kam das einfach, dass wir auch die Grundzutaten selber hergestellt haben. Und dass unser Hauptaugenmerk auch ist, dass wir unsere Rohstoffe aus der Region beziehen wollen. Das war so von Anfang an der große Wunsch. Das ist für ein kleines Unternehmen manchmal gar nicht so leicht, weil die dann sagen, klar, ich kann euch eine Tonne hinfahren, aber bis wir das verarbeitet haben, das ist halt auch immer so ein bisschen Nutzen-Aufwand. Kommt man da ran, kommt man da nicht ran. Aber mittlerweile sind wir ganz gut aufgestellt, oder? Ja. Also das ist, ich würde gar nicht manchmal sagen, so aus Selbstvertrauen heraus, sondern einfach manchmal aus der Not versucht, dann am Ende da eine Lösung zu finden. Einfach wenn man sagt, ich suche eine Karamellsoße für unser Eis und du findest einfach nichts, was unserem natürlichen Qualitätskriterien, sag ich mal so, entspricht, dann probierst es einfach mal selber und sagst, na gut, wir können es ja mal probieren. Eis haben wir auch hingekriegt, ne, per se, und dann so kam das dann eigentlich. Und dann tasten wir uns so an Zutat für Zutat ran, was wir selber machen können, wenn wir es nicht in der Region finden. Und woher kannst du das so gut? Hast du sowas gelernt oder wie bist du dazu gekommen? Nee, gar nicht. Also ich habe das nicht gelernt. Ich bin ja eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester. Ach so, also nochmal ein ganz anderes Feld. Naja, hat mit Eis vielleicht entfernt auch zu tun. Genau, nach einer Mandel-OP so ein bisschen Eis essen.
Und habe auch viele Jahre gar nicht gekocht, auch in der Jugend nicht. Das hat mich nicht so richtig interessiert. Und irgendwann, eigentlich im Zuge, als wir waren beide ein Jahr im Ausland, unabhängig voneinander. Und da ist das so ein bisschen entstanden, dass ich Gefallen am Kochen gefunden habe. Und ich gemerkt habe, dass ich irgendwie ein Talent oder eine Fähigkeit habe, mir Geschmäcker vorzustellen. Ich war schon immer eine Naschkatze, also ich habe immer gern Süßes genascht. Das kann ich vielleicht verstehen. Ja. Und dann kam das halt auf Umwegen einfach. Endlich mal ein Interview, bei dem man zwischendurch ein bisschen naschen kann. Ich habe schon ein bisschen eure Inspiration jetzt erfahren, aber wie kam ihr dann zu dem Schritt zu sagen, ich weiß nicht, was hast du vorher gemacht? Na, das mache ich immer noch. Also wir haben ja quasi zusammen, also Franzi ist ja irgendwann, oder anders gesagt, ich hatte mich selbstständig gemacht nach meiner Ausbildung, also komme aus dem Eventbereich. Und dann habe ich eine Agentur gegründet, Kommunikationsagentur. Und dann ist Franzi nachher, nachdem wir uns festgelegt haben, dass wir nicht mehr nach Australien auswandern wollen, haben wir gesagt, bleiben wir hier. Und Franzi ist dann quasi, weil sie immer schon leidenschaftliche Fotografin war, bei uns in die Agentur mit eingestiegen sozusagen, als Foto- und Videografin. Und somit haben wir dann quasi Agenturgeschäft gehabt und das wurde immer größer. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, so aus dem Dienstleistungsbereich, wir haben, Franzi sagt es immer so schön, eine Sitzkrise gehabt und sagten, ein eigenes Produkt wäre halt total cool. Und dann habe ich halt so, wie ich das abends immer gemacht habe, wir haben immer so nach was Eigenem gesucht und irgendwie auf eBay Kleinanzeigen gelandet und da ist mir so ein altes Eisfahrrad über den Weg gelaufen. Und da habe ich gesagt, ey Franzi, guck mal, ne? Regionales Eis. Ja, regionales Eis. Eisfahrrad gekauft, so eine alte italienische Eismaschine gekauft. Dann hast du die Sorten sozusagen entwickelt. Dann in der Garage quasi haben wir dann so ein bisschen angefangen. Und und bis zu dem Punkt, also wir hatten halt die Idee, wir produzieren in der Garage Eis, wir beide so, ne, beziehungsweise Franzi produziert, ich fülle ab oder so, also ich bin dann immer nur der Assi, ne, also der Assistent. Wir schicken dann Studenten mit dem Eisfahrrad in der Gegend rum, so. Bis wir dann soweit waren und hatten einen Namen und so, das war alles schön. Und dann haben wir uns gefragt, dürfen wir überhaupt Eis in der Garage produzieren und dürfen wir überhaupt Eis auf der Straße einfach verkaufen? Naja, und dann die Behörden gefragt und dann, um Gottes Willen. Naja, mittlerweile wissen wir, dass Eis zu den mit am strengst kontrolliertesten Lebensmitteln gehören. Und das war schon, da muss man schon sehr, sehr motiviert bleiben dabei. Aber einfach ein Mindset haben, ne? Das muss man im Kopf, die Vision im Kopf behalten. Ich meine, grundsätzlich gesagt, wenn mir einer vor 5, 6, 7 Jahren gesagt hätte, irgendwann hast du einen Café und lässt die Leute über die Schulter gucken und über 120 Wiederverkäufer, dann hätte ich gesagt, na klar, du spinnst doch. So, ne? Also manchmal ist es ja gut, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt, aber andererseits muss man ja auch anfangen, ein bisschen größer zu denken. Das kann Martin immer noch besser als ich sozusagen, da lerne ich immer noch viel, weil du ja dann, wenn das Ziel ein bisschen größer ist, dann einfach auch den Weg, den Rucksack aufsetzt und losgehst. Ne? Und wenn du stolperst, dann musst du halt wieder aufstehen und irgendwie geht es immer einen Weg. Und jetzt habe ich doch auch noch eine kleine persönliche Frage, weil ihr seid ja offensichtlich ein Paar und ihr arbeitet wahrscheinlich jetzt, ich nehme an, Tag und Nacht beinahe zusammen und das funktioniert gut? Ja. Also das war auch das, was ich persönlich sagen musste, man auch immer nicht so denkt, ne? Wo wir auch am Ende, glaube ich, auch gelernt haben daran und viele sagen ja immer, oh Gott, wenn man dann anfängt zusammenzuarbeiten, dann geht es irgendwann auseinander und wir sind eigentlich noch näher zusammengerückt, weil das Verständnis, glaube ich, auch für den anderen immer noch ein anderes ist, ne? Weil es ist ja nicht alles immer Sonnenschein sozusagen, es tauchen ja auch Probleme auf im Alltag und die nimmst du natürlich auch mit nach Hause und ich sag mal, wenn sie aus ihren Alltagsproblemen erzählt und ich aus meinen und das hat gar nichts miteinander zu tun, dann ist das für den anderen, glaube ich, manchmal immer sehr schwer und dadurch, dass wir an einem Ziel arbeiten, marschieren wir eigentlich in die gleiche Richtung, aus unterschiedlichen Perspektiven, aber man macht was zusammen so und geht halt die Höhen und Tiefen zusammen und das schweißt natürlich wahnsinnig gut zusammen. Genau, und wir haben einfach eine gute Streitkultur. Ne, also wir haben einfach eine... Sie gewinnt. Genau. Super Kultur. Nein, dass man einfach vernünftig miteinander sprechen muss. Ne? Und das knallt natürlich auch oft, weil wir einfach auch... Es ist halt einfach sehr leidenschaftsgetrieben und so. Und dann spielen eine Emotionen eine Rolle und so. Und dann gagt man sich mal auch an und so. Ne? Dafür sind wir auch wirklich berüchtigt schon. Denke ich so im näheren Umfeld. Ja. War schon sehr laut manchmal im Büro, ja. Ja, aber das ist einfach, dann schüttelt man sich einmal und dann keiner ist dem anderen irgendwie lange böse oder nachtragend. Ne? Dann ist immer, sorry, vorhin ist die Hutschnur geplatzt, weil manchmal einfach so viel zusammenkommt. Auch gerade, wenn man jetzt auch Arbeitgeber wird sozusagen. Ne? Also wenn man dann auch eine Verantwortung für andere trägt, gerade in den Zeiten jetzt Verantwortung für andere, auch finanzielle Verantwortung und so. Und dann kommt halt vieles zusammen und manchmal zündet die Schnur einfach. Aber gut, da nehmen wir uns das nicht.
wir gehen da immer gestärkt immer raus. Ja, so. Das stimmt. Und ihr könnt am Ende vor allem eins tun, ein Versöhnungseis zusammen. Oder ein Feierabendeis oder ein Guten-Morgen-Eis oder was einem sonst noch so für Gründe einfallen. Die beiden, also Franzi und Martin, fand ich auch wirklich richtig cool. Es war noch so ein Power-Couple wie auch Jakob und Johanna. Und ich finde das ja immer bewundernswert, wenn Menschen irgendwie so eine Leidenschaft haben und sich dann irgendwie so einen Ort suchen und so ihr Ding davon machen. Das hat mich wirklich beeindruckt bei denen. Das war auch sehr lecker. Und Tanja hat's auch geschmeckt. Tanja? Ja? Welche Sorte hast du? Ich hatte Avocado. Und? Sehr lecker. Und grün? Grün, cremig würde ich sagen, mit so einer fruchtigen Note. Also ich mag's. Ich halte jetzt so lange drauf, bis du aufgegessen hast. Ich muss auch ständig vor der Kamera essen. Das geht schnell. Aber vielleicht hole ich mir auch noch einen Becher. Und was wird's dann? Schokolade vielleicht? So, jetzt kennt ihr wirklich die ganze Geschichte. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Outtakes. Outtakes sind beim Film oder Fernsehen die Szenen, die nicht ganz so gelaufen sind, wie eigentlich geplant war. Das kann mal sein, dass jemand ins Bild läuft. Das kann sein, dass eine Kamera umfällt. Vielleicht auch mal die Kamerafrau oder der Kameramann. Es kann auch passieren, dass es einfache Tonprobleme gibt. Aber gerade bei diesen Campervan-Trips verbringen Tanja und ich ja sehr viel Zeit miteinander. Und ich rede ja auch sehr viel. Und manchmal kommt da auch was bei raus, was dann dummerweise oder auch lustigerweise Wie sehe ich mit denn ins aus? Bild schafft. Okay, ich würde sagen, die Kamera läuft. Wo sind wir denn jetzt hier? Sagst du mir wenigstens das, wo wir gerade sind? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, das ist ja super. Ja, schön. Wie sieht meine Haare? Wie sehen die denn eigentlich aus? Was geht hier ab? Gut, dass ich das immer am On mache, aber ich sehe aus, als hätte ich dunkelbraune Haare. Was geht ab, Tanja? Und bei dir? Können wir einfach das nehmen? So. Der ist ja tiefer entspannt, aber die Jungs hier, die sind frech. Achtung! Beißen die dich? Nee, die beißen mich nicht, aber die schnuppern immer an meinen Schuhen. Die machen keinen Platz. So, hier der eine, guck mal, der guckt mir voll unter die Hose. Geht's noch? Frechheit. Ja, Frechheit. Der ist wahrscheinlich warm. So. So, jetzt hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal durch Fische durchlaufe. Tada! Jetzt guck mal, jetzt versagen alle Geräte. Ja? Hier, mein Handy zeigt uns kein Bild mehr. Hier 2%. Dann musst du es mit dem Kopf machen. Filme es mit deinen Augen. Machst du gut. Also Tanja, wo ist denn jetzt der Riesenwels? Ja, kommt noch. Wart's mal ab. Kann man die eigentlich essen? Was machen wir eigentlich, wenn meiner dann größer ist als deiner? Das ist voll okay für mich. Das wollte ich schon immer mal fragen. Wie bei den Männern an Bord. Ich habe den größten. Und die größten sind immer, die man verloren hat. Ich habe nur probiert. Oh, hallo hübsche Radfahrer. Warte mal kurz. Ich glaube, ich muss noch bei der Pizzeria anhalten. Hi. Na? Keine Zeit, keine Zeit. Wir haben unseren nächsten Termin. Möchtest du jetzt den klassischen Abbeißer von mir haben, ja? Klar. Okay. Du kannst auch einen Ablecker machen. Hallo. Ein letztes Mal steigen wir jetzt in den Camper. Voller wundervoller Erinnerungen an die letzten Tage. Wehmütig geht es auf unseren Heimweg. Das war's mit dem Campervan Roadtrip. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich den Campervan abgeben muss, bin ich sehr, sehr traurig, weil ich liebe dieses Gefühl, frei zu sein, durch die Gegend zu fahren, richtig tolle Regionen zu sehen und vor allem wirklich spannende Menschen zu treffen. Ich würde mal sagen, nach der Reise ist vor der Reise und ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Die hoffentlich genauso schön ist wie die an die Mecklenburgische Seenplatte. Was für Erlebnisse waren das bitte? Die werden wir ganz sicher nie mehr vergessen.